Am 01.01.2023 ist das sogenannte Plattformensteuertransparenz in Deutschland in Kraft getreten und dieses Jahr im Januar mussten eBay, Amazon, Etsy und so weiter zum ersten Mal Daten ihrer Kunden zu Verkäufen an die Finanzämter melden. Wenn du also einen Shop bei einem dieser Plattformen betreibst und hier Steuern zu zahlen hast, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dies zu tun, denn ansonsten kommt das Finanzamt dir auf die Schliche und das kann unangenehm werden. Das ist natürlich für uns die ideale Steilvorlage, um einmal zu betrachten, wie man mit solchen Plattformen aus dem Ausland heraus Business machen könnte, theoretisch, wenn du jetzt ins Ausland umziehen würdest. Und damit wollen wir uns in diesem Video auseinandersetzen. Also zum Anfang müssen wir natürlich gleich sagen, es ist nicht möglich, mit diesen Plattformen hier legal steueroptimiert Geld zu verdienen. Du zahlst ganz normal Steuern, wenn du in Deutschland wohnst oder in Deutschland eine Firma hast, dann müssen die Gewinne auch dort versteuert werden. Steuerlich lässt sich hier nur etwas optimieren, wenn du ins Ausland gehst. Wenn du das aber richtig machst, dann kannst du hier tatsächlich ganz erhebliche Steuern einsparen und sehr, sehr attraktiv hier auf diesen Plattformen Geld verdienen, wenn du ein attraktives Businessmodell geschaffen hast, das sich lukrativ hier umsetzen lässt. Das Ganze wollen wir jetzt mal hier sozusagen in einer Case Study betrachten. Wir wollen hier mal das ganze Vorhaben von A bis Z vorstellen, welche Schritte notwendig werden, um ins Ausland umzuziehen, eine Firma zu gründen, dort Geld zu verdienen, was man an Steuern bezahlen würde. Ganz klar, wir werden das alles hier recht vereinfacht darstellen. Ansonsten müsstest du jetzt hier 2 Stunden ein solches Video anschauen. Wir wollen das kurz, kompakt und beispielhaft darstellen. Und dann müsste man das eben dann konkret für deine Situation entsprechend dann anpassen. Also Namen, Rechtsformen, Länder und so weiter, das lässt sich hier natürlich alles dann ändern, je nach Bedarf und deinen persönlichen Wünschen. Gut, fangen wir an. Also zunächst mal gehe ich von Anfang an davon aus, dass du noch kein Business in Deutschland hast. Du hast also kein Business bei Amazon, Etsy oder eBay. Wenn du schon eines hast und dieses ist ein richtiges Business, sage ich jetzt mal, wo du richtig Umsätze, Gewinne einfährst, wo du richtig Kunden hast, wo du Mitarbeiter hast und so weiter, dann ist es nicht mehr so einfach, ins Ausland zu gehen. Deshalb in unserem Beispiel sagen wir hier, du hast kein Business momentan oder du wirst dieses jetzt schließen und willst im Ausland ein komplett neues Business auf einer dieser Plattformen oder einer Kombination dieser Plattformen aufbauen. Der erste Schritt ist, dass du ins Ausland umziehst. Hierzu musst du also tatsächlich deinen Wohnsitz in Deutschland aufgeben. Dann endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Du ziehst ins Ausland um. In unserem Beispiel hier sagen wir, dass du nach Malta umziehst. Malta ist ein Land im Mittelmeer, ist EU-Mitglied. Das hat verschiedene steuerliche Vorteile. Darüber werden wir später sprechen. Von Malta aus gründest du dann eine Gesellschaft. Diese Gesellschaft gründest du nicht in Malta, sondern du gründest sie in Estland. In Estland gründest du eine sogenannte OÜ. Das entspricht so in etwa der deutschen GmbH. Es ist also eine Kapitalgesellschaft. Du wirst bei der Gesellschaft 100%iger Gesellschafter und einziger Geschäftsführer werden. Diese Gesellschaft stattest du in Estland mit einer gewissen Minimalsubstanz aus. Es ist wichtig, dass du dort ein virtuelles Büro zumindest hast. Idealerweise hast du dort auch die Möglichkeit, einen Schrank, einen Aktenschrank oder sonst irgendwas hier für diese Gesellschaft aufzustellen. Wie gesagt, wir wollen eine feste Einrichtung haben. Das ist wichtig, damit tatsächlich in Estland die Betriebsstätte der Gesellschaft belegen ist. Wir wollen hier keine Zweifel lassen, wo sich die Betriebsstätte der Gesellschaft befindet. Wie gesagt, du wohnst in Malta, aber du wirst nun einmal monatlich hier für ein paar Tage nach Estland reisen, um hier letztlich nach dem Rechten zu schauen, um hier Entscheidungen der Geschäftsführung in Estland auch vor Ort treffen zu können, vielleicht das eine oder andere Meeting zu machen. Du reist also einmal monatlich nach Estland, bist dort ein paar Tage vor Ort. Auch dies wieder ganz wichtig, damit du hier tatsächlich zeigen kannst, dass du eine Betriebsstätte hast. Diese Gesellschaft, die du in Estland gegründet hast, diese OÜ,
die ist nun diejenige, die hier dein Business aufbaut, sei es bei Amazon, sei es bei eBay, sei es bei Etsy. Diese Gesellschaft wird dir dann ein Gehalt nach Malta bezahlen in Höhe von ungefähr 35.000 Euro. In Malta musst du darauf so ungefähr 5.000 Euro Steuern bezahlen. Das ist die Mindeststeuer, die du in Malta auf jeden Fall bezahlen musst, 5.000 Euro. Damit kannst du dann aber nachweisen, dass du für die Zeit, die du in Malta für die Gesellschaft arbeitest, und da geht es dann weniger um Geschäftsführungstätigkeiten, denn für die Geschäftsführungstätigkeiten bist du ja vor Ort, sondern eben um die konkrete Mitarbeit hier, Logistik, Kundendienst oder was auch immer du dort zu tun hast im Rahmen deines Businesses. Wie gesagt, dafür bekommst du rund 35.000 Euro im Jahr und zahlst darauf 5.000 Euro Steuern in Malta. Nun gehen wir also aus, dass sich dein Business hier ziemlich gut entwickelt und du hast schon nach einem Jahr vielleicht einen Gewinn von 100.000 Euro erwirtschaftet. In Estland ist nun das Interessante, dass du keine Steuer auf die Gewinne bezahlen musst, außer dass du diese Gewinne ausschüttest. Das heißt, die Gesellschaft ist so ein bisschen wie eine Spardose. Erst dann wird Steuer fällig, wenn dort Geld an dich ausgeschüttet wird. Ansonsten wird keine Steuer fällig. Kommt es zur Ausschüttung, dann werden 20% Steuern in Estland zu zahlen sein. Wir werden gleich mal sehen, wie man eine solche Ausschüttung dann in Malta versteuern muss und was man möglicherweise alternativ machen kann, um die gesamte Steuer legal zu sparen. An dieser Stelle sollte ich vielleicht nochmal sagen, dass es natürlich nicht notwendig ist, dass du hier in Estland jetzt groß Logistik und Mitarbeiter und so weiter aufbaust. Du kannst einen Logistiker irgendwo in der EU damit beauftragen, deine Produkte zu lagern und von dort dann deine Produkte auszuliefern. Auch brauchst du natürlich keine Mitarbeiter in Estland zu haben. Es ist dann schon wichtig, je besser sich das Geschäft entwickelt, dass die Gesellschaft auch Mitarbeiter hat. Hier kannst du aber durchaus Mitarbeiter zum Beispiel in Asien, Indien, Pakistan verwenden, die du auf Plattformen wie zum Beispiel Fiverr oder Upwork anstellen kannst. Aber Substanz ist in gewisser Weise schon wichtig, vor allen Dingen um zu zeigen, dass eben die Wertschöpfung hier nicht alleine von Malta aus geschieht. So, nun kommen wir aber zurück zu unserem Gewinn. Wir haben ja vorhin gesagt, dass die EU eigentlich keine Steuern bezahlt oder erst dann Steuern bezahlt, wenn sie Gewinn ausschüttet. Schüttet sie also nun die 100.000 Gewinn, die wir hier angesammelt haben, an dich aus, dann werden hier in Estland 20% Steuern fällig. In Malta werden keine weiteren Steuern fällig, denn in Malta sind für dich Auslandserträge steuerfrei, unter der Annahme, dass diese nicht auf ein maltesisches Konto fließen, sondern eben auf ein Konto zum Beispiel in Estland oder in Litauen oder in Deutschland. Hier kann man jetzt auch gleich eine Variante zum Beispiel besprechen. Könnte man nicht zum Beispiel diese Gewinnausschüttung an dich vermeiden und somit die Körperschaftssteuer in Estland sparen? Nun, ein legaler Weg wäre zu sagen, dass du mit der Gesellschaft einen Provisionsvertrag abschließt und somit festlegst, dass 90% des Gewinnes erfolgsbasiert an dich als Provision ausgeschüttet werden. Somit ist dann letztlich diese Provisionszahlung ein Kostenpunkt in der Gesellschaft. Das fließt dann hier in die Betriebskosten der Gesellschaft mit ein und du musst es nicht bezahlen. Man kann natürlich auch sagen, dann ist es nicht so krass, 90% vom Gewinn, dass man es am Umsatz irgendwie festmacht. Eine Umsatzprovision von 10% wird ja hier vielfach einem Gewinn von 90% zum Beispiel entsprechen. Egal, wie du es gestaltest, diese Zahlung würde wiederum dann an dich fließen, wie gesagt, nicht auf ein maltesisches Konto, sondern irgendwo anders hin und wäre komplett in Malta steuerfrei. Anders als in anderen Ländern, zum Beispiel Zypern, ist es nämlich so, dass sämtliche Auslandseinkünfte in Malta steuerfrei sind, nicht nur Dividenden oder Kapitalerträge. Also auch eine Provision, die du erhältst von deiner eigenen Firma in Estland, ist in Malta steuerfrei. Wie gesagt, in Estland würde die Provision in die Betriebskosten mit eingehen und würde den Gewinn schmälern. Den restlichen Gewinn, sagen wir zum Beispiel 10.000 Euro in unserem Beispiel, müsstest du dann mit 20% versteuern. Somit hätten wir dann also eine totale steuerliche Belastung von 2.000 Euro in der Gesellschaft plus den 5.000 Euro in Malta, die du ja an Mindeststeuer bezahlen musst. Bei einem Gewinn von ungefähr 100.000 und noch zusätzlich den 35.000, die du ja nach Malta ausgezahlt bekommst, ist das ja mal eigentlich kein schlechter Steuersatz, von dem wir hier sprechen. Wichtig ist natürlich zu verstehen, dass das Ganze sich nur rentiert, wenn du hier wirklich größere Umsätze und Gewinne fahren kannst. Mir ist schon klar, dass gerade im Bereich von Etsy
viele Seller ja nicht mehr als 5.000 € im Monat oder so verdienen. Das wäre wahrscheinlich zu wenig, um das Ganze hier rentabel zu machen. Auf der anderen Seite ist natürlich vielfach Etsy auch nur ein Geschäftszweig und man verkauft dann die gleichen Produkte auch irgendwo noch auf anderen Plattformen. Dann sieht das Ganze natürlich schon besser aus. Ich würde sagen, mindestens sechsstellig müssen deine Erlöse schon sein, damit sich das Ganze lohnt. In unserem Beispiel habe ich nun, um es einfach zu machen, Malta als Beispiel erwähnt, als Wohnsitz. Es kommen natürlich auch andere Wohnsitzländer in Frage. Sobald es dann darum geht, tatsächlich digital Nomade oder Perpetual Traveler zu werden, gibt es dann natürlich Schwierigkeiten hier mit dem deutschen Außensteuergesetz. Dann sind möglicherweise Einkünfte in Deutschland zu versteuern im Rahmen der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Daher habe ich hier großen Wert in der Darstellung darauf gelegt, zum einen, dass es tatsächlich eine Betriebsstätte gibt in Estland und dann, dass es tatsächlich auch einen wirklichen Wohnsitz gibt in Malta. Du kannst natürlich trotzdem reisen, auch wenn du in Malta wohnst. Du bist ja dort nicht festgebunden. Aber diese zwei Punkte, Betriebsstätte zum einen, Wohnsitz zum anderen, sind sehr wichtig. Man könnte natürlich auch alles in Malta machen. Allerdings ist die maltesische Firmenstruktur etwas komplexer und hat vielleicht nur dann Sinn, wenn man doch erheblich mehr Gewinne und Umsätze tatsächlich fährt. In Estland, das System ist tatsächlich für viele einfacher und günstiger, gerade in Kombination mit einem Wohnsitz in Malta. Auch bei der Rechtsform hast du natürlich Flexibilität. Man könnte nun hier andere Rechtsformen verwenden als die ich in meinem Beispiel gesagt habe, hier die estländische OÜ. Aber auch hier gibt es natürlich zum Teil Probleme. Also gerade mit der amerikanischen LLC, die ja doch sehr beliebt ist, stellt es natürlich schnell die Frage, wie kann man das so machen, dass eben dann auch tatsächlich eine Betriebsstätte gegeben ist? Wo ist diese Betriebsstätte? In den USA darf sie ja nicht sein, denn dann muss ich dort Steuern bezahlen. Wo könnte ich sie also sonst haben? Ja, das sind also Fragen, die man sich stellen muss. Beide sind im Grunde zwei wichtige Komponenten, die vorhanden sein müssen, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, Betriebsstätte und Wohnsitz. Nur dann bist du steuerlich auf der richtigen Seite. Und das Ganze dann so zu kombinieren, dass es dann steueroptimiert ist, das ist im Grunde genommen die Kunst. Aber wie gesagt, natürlich gibt es da Flexibilität bei den Modellen, bei den Optionen, die man verwendet. Wenn das Ganze konkret für dich ein Thema ist, wenn du hier einen Shop auf einer dieser Plattformen aufbauen möchtest oder vielleicht auf mehreren Plattformen und deshalb einen Umzug ins Ausland erwägst, würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen. Den Link packe ich mal hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, die steuerliche Situation zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen, bestehendes Vermögen zu schützen. Wenn das auch für dich ein Thema ist, dann freue ich mich, mit dir über dein Auslandsvorhaben in der Beratung zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.